Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid, um gemeinsam Deutsch zu lernen. Mein Name ist Anneke, und in diesem Video werden wir an unserem Hörverständnis, unserer Aussprache und besonders an unserer Technik des Shadowing arbeiten. Shadowing bedeutet, dass ihr einem Muttersprachler zuhört und gleichzeitig das Gehörte nachsprecht. So könnt ihr das Sprachgefühl, den Rhythmus und die Intonation des Deutschen besser erlernen. Während wir diese Geschichte anhören, lade ich euch ein, jeden Satz laut zu wiederholen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr anfangs unsicher seid, Übung macht den Meister. Nehmt euch Zeit, den Text mehrmals zu hören, um Schritt für Schritt sicherer zu werden. In diesem Video werde ich euch die bewegende Geschichte von Helga erzählen. Helga stammt aus einfachen Verhältnissen und musste schon in jungen Jahren viele schwere Herausforderungen meistern. Nachdem sie ihre geliebte Mutter durch eine schwere Krankheit verloren hatte, übernahm sie die Verantwortung für ihre Geschwister. Trotz aller Widrigkeiten zeigte Helga, dass Durchhaltevermögen und Güte selbst die größten Hindernisse überwinden können. Während ihr der Geschichte folgt, werden wir auch wichtige Vokabeln und Ausdrücke besprechen, die euch helfen, euren deutschen Wortschatz zu erweitern und eure Sprachkenntnisse zu verbessern. Also, macht es euch bequem, hört aufmerksam zu und lasst uns gemeinsam in die Welt der deutschen Sprache eintauchen. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Helga, einem jungen Mädchen, das in einem kleinen, armen Dorf aufwächst. Helga lebte in einfachen Verhältnissen, umgeben von harter Arbeit und bescheidenen Mitteln. Trotz der Armut war ihr Herz voller Hoffnung und Mitgefühl. Ihre Mutter, die das Rückgrat der Familie war, lehrte sie von klein auf, dass Freundlichkeit und Beharrlichkeit die Schlüssel zu einem besseren Leben sind. Als Helga eines Tages ihre Mutter durch eine unheilbare Krankheit verlor, brach ihre Welt zusammen. Doch anstatt in Verzweiflung zu versinken, fasste sie einen mutigen Entschluss. Sie würde sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern und das Erbe ihrer Mutter, die Werte der Liebe, des Fleißes und der Güte in Ehren halten. So beginnt eine Geschichte von Trauer, harter Arbeit und vor allem von unerschütterlichem Willen. Helga wuchs in einem kleinen Dorf auf, wo die Tage oft lang und entbehrungsreich waren. Jeden Morgen, noch vor dem Sonnenaufgang, stand sie auf, um den Tag vorzubereiten. Ihre Mutter hatte immer gesagt, ein guter Start in den Morgen ist der erste Schritt zu einem erfolgreichen Tag. Diese Worte trug Helga stets in ihrem Herzen, auch nachdem ihre Mutter nicht mehr da war. Nach dem Verlust ihrer Mutter musste Helga plötzlich viele Aufgaben übernehmen. Sie bereitete das Frühstück für ihre Geschwister vor, half beim Ankleiden und sorgte dafür, dass alle rechtzeitig zur Schule keimen. Mit den geringen Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, bewirtschaftete die Familie ein kleines Stück Land,
auf dem sie Gemüse und Kräuter anbauten. Helga kümmerte sich um den Garten, goss die Pflanzen und entfernte die Unkräuter, alles, um das wenige, was sie hatten, so gut wie möglich zu bewahren. Trotz der täglichen Mühen und der tiefen Trauer, die sie empfand, blieb Helga stets freundlich und zuversichtlich. Sie wusste, dass sie stark sein musste, nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für ihre Geschwister. Oft saß sie am Abend bei dem schwachen Licht einer Öllampe und erzählte Geschichten, die ihre Geschwister aufmunterten. Diese Geschichten waren nicht nur Unterhaltungen, sondern auch Lektionen über das Leben, die sie von ihrer Mutter gelernt hatte. Mit der Zeit wurde Helga zur wahren Stütze der Familie. Sie nahm alle Aufgaben in die Hand, sei es das Kochen, Putzen oder auch kleine Arbeiten in den umliegenden Dörfern zu übernehmen, um ein wenig Geld zu verdienen. Dabei begegnete sie manchmal auch Missgunst und Neid einiger Dorfbewohner, die ihren unermüdlichen Einsatz nicht nachvollziehen konnten. Doch Helga ließ sich nicht beirren, die Worte ihrer Mutter: Güte und Durchhaltevermögen öffnen die Türen zur Zukunft, gaben ihr immer wieder neuen Mut. Eines Tages kündigte sich ein Wendepunkt in Helgas Leben an. Ein Mann aus der Stadt, der zufällig im Dorf unterwegs war, suchte nach zuverlässigen Arbeitskräften für eine nahegelegene Fabrik. Als er Helga und ihre Art, mit den Herausforderungen umzugehen, sah, war er beeindruckt. Er bot ihr eine Stelle an, die ihr und ihrer Familie bessere Lebensbedingungen und ein gerechtes Einkommen versprach. Obwohl es ihr schwer fiel, ihre Heimat zu verlassen, nahm Helga das Angebot an, weil sie darin eine Chance sah, das Leben ihrer Geschwister nachhaltig zu verbessern. Der Umzug in die Stadt brachte viele Veränderungen mit sich. Die lauten Straßen, das geschäftige Treiben und die neue Umgebung waren zunächst überwältigend. Doch Helga blieb sich selbst treu. Sie arbeitete in der Fabrik mit großem Engagement und nutzte jede freie Minute, um ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen. Sie besuchte Abendkurse und nahm an Workshops teil, um ihre Fähigkeiten zu erweitern. Langsam, aber sicher erlangte sie das Vertrauen ihrer Vorgesetzten und Kollegen. In der Stadt lernte Helga auch wertvolle Menschen kennen, die sie unterstützten und ihr Mut machten. Einer dieser Menschen war Karl, ein erfahrener Arbeiter in der Fabrik, der sich bald als Mentor für Helga erwies. Karl erkannte ihr großes Potenzial und ermutigte sie stets, weiterzulernen und sich neue Ziele zu setzen. Unter seiner Anleitung besuchte Helga Kurse in Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, was ihr half, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich zu wachsen. Mit der Zeit gelang es Helga, ein stabiles Leben in der Stadt aufzubauen. Sie konnte einen Teil ihres Verdienstes nach Hause schicken, um ihre Geschwister zu unterstützen und ihnen eine bessere Ausbildung zu ermöglichen. Inspiriert von Helgas unermüdlichem Einsatz, entschied sich ihr jüngerer Bruder,
Medizinstudium zu beginnen, um den Menschen in ihrem Dorf zu helfen. Ihre Schwester wiederum träumte davon, Lehrerin zu werden, um die nächste Generation zu inspirieren. Helga war stolz auf sie und half ihnen, wo immer sie konnte, sei es durch Hausaufgabenbetreuung oder durch finanzielle Unterstützung. Helgas Geschichte ist eine Geschichte von Kampf, Opferbereitschaft und vor allem von Hoffnung. Trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten verlor sie niemals ihren Glauben an eine bessere Zukunft. Ihre Entschlossenheit, das Andenken ihrer Mutter zu ehren, und ihr unerschütterlicher Glaube daran, dass Güte und Beharrlichkeit jede Hürde überwinden können, machten sie zu einem Vorbild für alle, die sie kannten. Eines Abends, als Helga müde von einem langen Arbeitstag nach Hause kam, setzte sie sich mit ihren Geschwistern zusammen und sagte: Wir haben heute wieder viel geschafft. Denkt daran, dass jeder von uns eine wichtige Rolle in unserer kleinen Familie spielt. Wir werden immer füreinander da sein, egal wie schwer es auch wird. Diese Worte, mit so viel Wärme und Überzeugung gesprochen, berührten ihre Geschwister zutiefst und stärkten ihren gemeinsamen Glauben an eine bessere Zukunft. Im Laufe der Jahre änderten sich die Zeiten. Helga bekam in der Fabrik mehr Verantwortung übertragen und stieg allmählich in eine leitende Position auf. Sie wurde nicht nur als Arbeitskraft, sondern auch als fürsorgliche Mentorin geschätzt. Viele junge Menschen in der Fabrik sahen in ihr ein Beispiel dafür, wie man durch harte Arbeit und Bildung sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann. Doch trotz ihres Erfolges vergaß Helga nie ihre Wurzeln. Sie initiierte Projekte, um benachteiligten Kindern in ihrem Heimatdorf zu helfen. Mit Hilfe einiger Freunde gründete sie eine kleine Stiftung, die sich um die Bildung und Versorgung der Kinder kümmerte. Ihr Engagement und ihre Herzenswärme wirkten wie ein Licht in der Dunkelheit und zeigten, dass wahre Größe im Geben liegt. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil unseres Lernvideos, dem Sprachtraining. Lasst uns gemeinsam einige wichtige Vokabeln und Ausdrücke aus der Geschichte üben. Wiederholt bitte nach mir. Durchhaltevermögen. Beharrlichkeit. Durchhaltevermögen bedeutet, auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben. Wiederholt. Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen. Güte, Freundlichkeit. Güte heißt, anderen mit Mitgefühl und Herzlichkeit zu begegnen. Wiederholt, Güte. Güte. Opferbereitschaft. Opferbereitschaft bedeutet, persönliche Bedürfnisse zurückzustellen, um anderen zu helfen. Wiederholt, Opferbereitschaft. Opferbereitschaft. Entschlossenheit. Entschlossenheit ist der innere Antrieb, alle Hindernisse zu überwinden. Wiederholt, Entschlossenheit. Entschlossenheit. Herausforderung. Eine Herausforderung ist eine schwierige Aufgabe, die Mut und Einsatz erfordert. Wiederholt, Herausforderung. Herausforderung.
Hoffnung. Hoffnung ist der Glaube daran, dass sich alles zum Besseren wenden kann, auch wenn es momentan schwer erscheint. Wiederholt, Hoffnung. Hoffnung. Diese Wörter sind nicht nur zentral für die Geschichte von Helga, sondern auch im Alltag sehr nützlich. Ich empfehle euch, sie aufzuschreiben, zu üben und in eigenen Sätzen zu verwenden. Zum Beispiel: Mit viel Durchhaltevermögen habe ich mein Ziel erreicht. Güte und Hilfsbereitschaft machen die Welt zu einem besseren Ort. Jede Herausforderung ist eine Chance, zu wachsen. Lasst uns auch ein paar Sätze wiederholen, die ihr in eurem täglichen Leben verwenden könnt. Ich lerne Deutsch Schritt für Schritt. Jeden Tag übe ich meine Aussprache und mein Hörverständnis. Fleiß und Engagement sind der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe keine Angst vor Fehlern, denn aus ihnen lerne ich. Jede Herausforderung ist eine Möglichkeit, mich zu verbessern. Nehmt euch Zeit, diese Sätze laut auszusprechen, und versucht, sie in eure Gespräche einzubauen. Regelmäßiges Üben wird euch helfen, sicherer und flüssiger Deutsch zu sprechen. Bevor wir dieses Video abschließen, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute dabei wart und eure Zeit investiert habt, um euer Deutsch zu verbessern. Denkt immer daran, der Weg des Lernens ist manchmal steinig, aber jeder Fehler ist eine wertvolle Lektion auf dem Weg zum Erfolg. Es ist normal, Fehler zu machen, denn sie gehören zum Lernprozess dazu. Helgas Geschichte ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man mit Durchhaltevermögen, Güte und der Bereitschaft, immer weiter zu lernen, auch die schwierigsten Zeiten überwinden kann. Ihr habt heute nicht nur eine bewegende Geschichte gehört, sondern auch viele nützliche Vokabeln und Sätze gelernt, die euch im Alltag weiterhelfen werden. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser spannenden Lernreise begleitet habt. Bleibt dran, bleibt motiviert und vergesst nicht, mit Fleiß, Durchhaltevermögen und einem offenen Herzen könnt ihr alles erreichen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.